Ich habe ab morgen 1,5 Monate Zeit, um 2 persönliche Ziele zu erreichen. Zum einen wollte ich schon immer mal eine kleine Doku machen und das hier ist quasi gerade der Anfang davon. Und zum anderen möchte ich ein Unterwasserfoto schießen, das so gut ist, dass es vielleicht sogar einen Award gewinnen könnte. I wanna be the very best, like no one ever was. Ich habe mir da den Wildlife Photographer of the Year Award rausgesucht und möchte daran teilnehmen mit diesen Bildern und genau wie ich diese Bilder mache und auch noch mehr zu Indonesien. Wie sind die unterschiedlichen Orte, wie ist Bali, wie ist Raja Ampat, wie ist Nord-Sulawesi mit der Lembeh Strait, wie verhalten sie sich zueinander, was sind die Unterschiede. Das möchte ich alles in der Doku rausstellen. Ich möchte auch zeigen, wie die Unterwasserfotografie funktioniert und dann genau ist mein Ziel, einfach ein sehr gutes Foto zu schießen und ob ich Erfolg habe, das werden jetzt die nächsten Minuten, Stunden zeigen. Also wir sind gestern in Indonesien angekommen, ziemlich spät in der Nacht, um 3 Uhr, immer noch ein bisschen müde. Und jetzt haben wir gesehen, dass es so einen Tanz gibt. Der war richtig cool, also vor allem auch die Location, Sonnenuntergang, große Wellen im Hintergrund. Morgen treffen wir die Kim fürs Unterwassergehäuse und um Informationen generell über Indonesien zu bekommen. Und dann geht es in den Norden von Bali, um zu tauchen. So, wie nehme ich das jetzt mit einer Hand? Tada! Schön, dass ich heute da sein darf. Wir machen jetzt quasi ein Interview über Indonesien. Du warst ja schon öfters hier. Ja, ich war jetzt schon ein paar Mal hier, genau. Und genau, was fasziniert dich an Indonesien? Es sind ganz viele verschiedene Sachen, die mich eigentlich hier faszinieren. Zum einen die Kultur und die Menschen. Ich habe noch nirgends auf der Welt so freundliche Menschen kennengelernt wie hier. Zum anderen die Vielfalt. Auf jeder Insel gibt es eigentlich was anderes zu sehen und andere Tierarten zum Beispiel auch, die Komodo-Warane, Orang-Utans. Zum anderen ein wichtiger Punkt ist aber auch die Unterwasserwelt. Also es gibt hier so viele schöne Orte, wo man tauchen kann mit einer Artenvielfalt, die man sonst nirgends sieht. Und ja, das sind so die Gründe, die mich immer wieder hierher kommen lassen. Halt überall mit den kleinen Fischerbooten hin. Bei uns, wir wollten damals zurück und unser Motor hat nicht mehr funktioniert. Oh. Heißt, wir waren halt auf dieser Insel erstmal gefangen, bis die Einheimischen dann einen neuen Motor besorgt haben. Ja. Und dann konnten wir erst mit dem kleinen Fischerboot wieder zurückfahren. Und ja, wir haben schon gesagt, dass die Kim nochmal mit ihrer GoPro in Komodo aufnimmt. Und dann haben wir eigentlich alle 4 Orte. Wir werden allen 4 Orten aufnehmen, wir werden sie quasi vergleichen können. Und dann kann man ja entscheiden, lohnt sich der weite Weg nach Raja Ampat? Lohnt es sich vielleicht einfach nur nach Ampit zu gehen, weil es mega bequem ist? Ja. Oder vielleicht für jeden Tauchertyp so das Passende rauszufinden. So, wir sind mittlerweile in Ubud angekommen. Das ist in Zentral-Bali. Wir waren zuerst in Uluwatu und dann in Seminyak. Und da wollte ich jetzt so ein bisschen erzählen, wie ist es im Süden. In Uluwatu haben wir einen coolen Tanz angeschaut. Das hat Spaß gemacht und man kann sonst da auch gut surfen. Ich bin aber nicht so der Surfer, deswegen sind wir recht schnell nördlicher gefahren. Und in Seminyak leben viele Ausländer, deswegen hat es mich interessiert, was macht das so aus. Aber für mich war das einfach viel zu voll, viel zu viel Verkehr. Und genau, jetzt sind wir wieder ein Stückchen weiter in den Norden. Wir sind in Ubud, auch ein klassischer Touristenspot und auch echt einiges los. Und deswegen, ich freue mich jetzt auf Amet, das ist Ostbali. Da wollen wir dann zum ersten Mal tauchen. Und
Genau. Ich wollte euch jetzt noch ein bisschen meine Ausrüstung zeigen, die ich dabei habe. Einfach weil es mich als Fotografen jetzt an der Stelle interessieren würde. Wir haben einmal die Sony Alpha 7 IV. Das ist meine Kamera, die ich seit 2-3 Jahren habe, seitdem sie rausgekommen ist. Super cool, passt alles, gerade ist ein 50 mm drauf, ist so Allrounder. Dann 20 mm für Vloggen und Landschaftsaufnahmen. Das Wichtigste jetzt für Unterwasser ist das Makroobjektiv, 90 mm. Richtig gutes Ding. Das passt dann auch perfekt hier in das Unterwassergehäuse rein. Das Unterwassergehäuse ist von Seafrogs. Hier irgendwie noch einpacken. Das ist quasi ein Faktor 10 günstiger als die klassischen Unterwassergehäuse. Was gibt's da? Nauticam und keine Ahnung. Ja, die sind unfassbar teuer. Das hier ist alles aus Plastik, aber ich vertraue dem soweit. Im Endeffekt kommt es auf die Dichtungen an. Und ich hoffe, sie werden jetzt auch weiterhin dicht halten. Vorne ist Glas, deswegen von der Qualität her sollte das alles passen. Manchmal geht zum Beispiel die Kamera nicht an über den Knopf. Aber im Endeffekt sollte es alles funktionieren. Ja, das ist die Ausstattung. Und jetzt wollte ich rüber zum Laptop gehen und dann ein bisschen über Phylogenetik sprechen. Das ist die Wissenschaft darüber, wie Tiere verwandt sind. Über Genetik quasi wird das bestimmt. Man schaut sich an, welche Marker haben die Tiere quasi gleich und versucht dann gemeinsame Vorfahren zu finden. Und ja, so als Taucher hat mich das irgendwie immer schon interessiert, aber ich hatte nie die Zeit, mich da wirklich einzulesen. Und jetzt war ich 2 Wochen krank und lag im Bett und habe eigentlich dann nur Papers gelesen dazu und das wollte ich jetzt mal vorstellen. Wir sprechen jetzt über Phylogenetik. Das ist ein Thema, das ich in der letzten Zeit vorbereitet habe. Wir sind in 3 Tagen in Amed und werden da zum ersten Mal tauchen. Und was mich immer schon interessiert hat, ist, wie sind die einzelnen Tiere miteinander verwandt. Und das habe ich jetzt eben in der letzten Zeit mal ein bisschen nachgeschaut und habe einige Paper rausgesucht, um quasi so Stammbäume der Tiere darzustellen. Das hat auch einen Fachbegriff, eben Phylogenetik, Phylo für den Stamm. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was ich da hier so gefunden habe. Wir fangen ganz vorne an. Am Anfang der Erdgeschichte hatten wir kein Leben. Wir hatten nur ein paar Elemente. Irgendwie haben diese Elemente es geschafft, sich zusammenzusetzen und erste Aminosäuren zu bilden. Vielleicht die erste RNA kam irgendwann raus. Man weiß nicht, ob die RNA es dann geschafft hat, sich zu duplizieren. Es gibt Theorien dazu, sich quasi zu vermehren, irgendwie in eine Zelle sich einzubetten. Die erste DNA kam. Wir hatten die ersten einzelligen Lebewesen, Bakterien und danach ging es quasi immer noch ein paar Milliarden Jahre so weiter mit einzelligen Lebewesen, bis es dann auf einmal losging und wir hatten mehrzellige Lebewesen und die sind dann förmlich explodiert in der Vielfalt. Hier ist zum Beispiel ein Paper, wo sie von dem Last Universal Common Ancestor sprechen. Das nennen sie dann Luca. Und er ist quasi der Vorfahr von allen Lebewesen und die versuchen hier herauszufinden, wo der herkommt. Hier die Grafik wollte ich zeigen. Der Luca, der ist quasi der Vorfahr von allen Bakterien, von diesen Archaea. Entschuldigt bitte meine Aussprache, ich bin kein Biologe, ich weiß nicht, wie man sowas ausspricht. Genauso wie Eukaryotes. Das hier sind Einzeller, die 2. Und hier in der Mitte sind die mehrzelligen Lebewesen. Und die interessieren uns. Die Bakterien und die anderen, die kann ich nicht fotografieren. Deswegen wir interessieren uns nur für die hier. Und die sind so aufgebaut, wie es in diesem Paper, The Evolutionary Theory along the Phylogenetic Tree of Eukaryotes of the Acquirement of Mitochondria beschrieben ist. Das habe ich mir rausgescreenshottet und ein paar Bilder angehängt. Das ist hier nicht richtig, da kommen wir gleich dazu. Das hier ist das richtige Paper. Und genau. Cool zu sehen hier, also oben die Achse, Zeitspanne, wir sind bei 530 Millionen Jahre, haben wir die kambrische Explosion, da sind die ganzen Tierarten quasi in der Vielfalt explodiert, es gab auf einmal viele Tiere
Wir haben die ersten Wirbeltiere und die ersten quasi insektenartigen Arthropoden bekommen. Und davor hatten wir auch schon welche. Das waren dann eher so eben Korallen, Algen, Bakterien gab es eh schon, Schwämme waren noch zuerst. Und mit diesem Stammbaum hier möchte ich euch so ein bisschen zeigen, wie die Vielfalt aufgebaut ist. Zum Beispiel hier ganz oben sind die Knochenfische, da gehört der Clownsfisch dazu. Und nur um zu verdeutlichen, auf welcher Abstraktionsebene wir uns befinden, statt dem Clownsfisch hätte ich auch den Menschen hier nehmen können. Und es würde genauso Sinn machen. Der Mensch kommt auch von den Knochenfischen, da sage ich gleich noch mehr dazu. Neben den Knochenfischen sind quasi die nächsten Verwandten, unsere nächsten Verwandten, die Knorpelfische, da gehören die Haie dazu und die Mantas zum Beispiel. Und dann haben wir noch ganz komische andere Fische, Lanzettenfische und hier so, weiß auch nicht, ist schon so wurmartig, oder? Dann weiter geht's hier mit Seesternen und unterschiedlichen anderen Lebensformen bis zu den Arthropoden. Da sind die Insekten dabei, aber auch dann Hummer und Shrimps und ganz interessant hier. Ich habe hier ein paar markiert, die ich interessant finde, insbesondere. Da gehört dann eben auch Mollusken dazu, Gartenschnecke, aber zu den Mollusken gehören auch die Tintenfische, Oktopus. Und deswegen habe ich die rausgesucht und die unten Cnidaria sieht man jetzt hier in dem Stammbaum, schon ganz früh abgespaltet. Also das sind unsere entferntesten Verwandten quasi. Das sind Korallen und Quallen. Interessant aber, dass beide Quallen und Korallen zur gleichen Gruppe gehören. Das sind beide Lebewesen, also auch die Korallen, keine Pflanze. Und die Korallen haben ein Einpolypen-Stadium, sie sind immer am Meeresboden, während die Quallen nur bei der Geburt quasi am Meeresboden festsitzen. Und da gibt es ein ganz cooles Video, das ich noch zeigen wollte. Hier sieht man quasi, wie sie ihr Polypenstadium verändern. Sie lösen sich quasi hier ab und sind dann frei schwebend und verbringen so das restliche Leben. Genau. Dann im zweiten Teil wollte ich jetzt hier nochmal einen Schritt weiter reingehen. Hier in dem Paper Phylogenetic Classification of Bony Fish, der Knochenfische. Zack, 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 zack. Habe ich auch gescreenshottet und ein paar Beispiele reingepackt, damit man das so ein bisschen besser alles erkennt. Hier die Tetrapodomorpha, da kommt dann quasi der Frosch und so quasi haben die sich langsam entwickelt, sind aufs Land gekommen und das sind quasi von allen Landlebewesen so die Vorfahren. Hier in Gelb sind richtig viele Spezies. Und da kommt eben dann auch irgendwann der Mensch von denen. Aber nur um zu verdeutlichen, wie vielfältig die Genetik hier ist, wenn man hier mal runterschaut, was es da alles gibt. Und hier sind dann quasi die genetischen Abstammungslinien. Hier kommt dann der Piranha, hier gibt es den Moonfish hier unten. Dann hier diese Gobi-Fische und ganz unten die Anglerfische, die ich ja besonders cool finde und ich hoffe, sie fotografieren zu können. Die sind dann alle hier unten dabei. So, während das jetzt zum Beispiel, wenn man sich diese oberen noch anschaut, das sind die Knorpelfische, da schauen wir hier rein, in das Paper. Und hier sieht man die Knorpelfische, wie die genetisch miteinander verwandt sind und sehr spannend hier die Mantas, die Haie und hier gibt es auch nochmal so Tiefseehaie, die ich glaube ich nicht finden werde. Hier zu den Mollusken, gehen wir nochmal hier rüber, die sind hier. Da haben wir dann eben Oktopus und Squids, aber auch Schnecken, wo ich hoffe, so ein paar zu fotografieren, weil die ja sehr schöne Farben auch entwickeln können unter Wasser. Also auf diese Gruppe bin ich quasi auch gehypt. Und dann haben wir eigentlich nur noch die
Malacostraca. Müsste mal nachschauen, was da der deutsche Begriff ist. Und die sind ungefähr so, hat man einen kleinen Überblick, wie die miteinander verwandt sind, welche zuerst kamen. Und hier wäre zum Beispiel der Mantis-Shrimp, den ich auch hoffe, fotografieren zu können. Und dieser kleine Einblick in die Phylogenetik, den wollte ich jetzt geben, bevor wir anfangen zu tauchen, einfach damit man weiß, wo man sich quasi befindet und was so passiert, sich ein bisschen auskennt. An Arbeit hat mich so fasziniert, dass es einfach so authentisch ist. Es gibt viele verschiedene authentische Dörfer. Es ist alles so ein bisschen an der Straße, am Strand entlang gebaut. Es gibt Restaurants, Bars, Tauchschulen, also alles, was man eigentlich so braucht. Und die Unterwasserwelt ist einfach noch sehr schön und schöne, intakte Korallenriffe. Es gibt da so ein untergegangenes Boot, wo man durchtauchen kann, was auch einfach sehr cool ist. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man tauchen geht, einen Abstecher in Amed zu machen. Hello, my name is Ade. I'm a diving instructor in to fish diver. Yeah, and then I work here also as diving center manager. So welcome, and then right now I will explain to you about our dive site maps around the Amed place. Okay. So all of our dive site is just around here. Yeah, with the different type of the dive site, with the coral reef. And also you can see like small critters. Okay, the first we have Kubu wreck. Alright, so this wreck is the top of the wreck is starting from 18 meters and then going down to 38 for the propeller. This is very interesting and a nice place because there's very nice coral, and also you can see there's many coral reef fish around here. So when you're diving in Kubu wreck, you can do like from the shore dive, and then you can go swimming out, find the wreck, and then you can, the end of the dive, you can going back again to the shore. Okay, the next one is USAT Liberty Shipwreck. Yeah, it's also one of the interesting place where you can do the wreck diving in Bali, especially around the Amed. And this place you can find in Tulamben Beach. Okay, with the top was very shallow, then from 6 meters, then going down to 28 to 30 meters depth. So in here the interest in the coral around the shipwreck. This is already very colorfully, and sometimes you can see the shark, some barracudas, sweet lips. Yeah, you can see around here sometimes turtles. Also, if you're interested in these small things, you can see like shrimps or another crab like frogfish. You can see around here. So when you're diving in here, you can use the boat diving, and also you can do the short dive. The next one is Sidem and Batubala. This is what two dive sites in the same beach. In one beach you can do. Yeah. So for the coral reef dive and also for the macro side. So if you're going to Batubala, that means the rock is a simple rock, and then there's a coral reef around the wall, and then going to the shore dive. This is like 25 to 30, 40 meters depth. And the shallow one you can see like about 9 or 10 meters depth. So the next from the Batubala, if you're going to the right side, you can find a really interesting dive site for macro, where you can see this is a gentle slope with a sandy bottom. From the shallow part you can see like frogfish, seahorses, and many kind of the nudibranchs you can see around here, and shrimps. Also you can find this around this place.
So if you're interested in dive in Bali, visit us in Two Fish Diver. Also, es sind jetzt 5 Tage vergangen. Es ist mittlerweile der 6. Januar. Wir hatten einige coole Tauchgänge gehabt. Ich war am Anfang noch ein bisschen erkältet und konnte den Druckausgleich nicht so gut machen, aber gestern, heute ging es richtig gut. Und wir hatten einen Nachttauchgang, aber auch wir sind mal zu einem Schiffswrack getaucht. War also alles dabei. Hier in Amed schon mal vorausgesagt, es ist vor allem für Makrofotografieren cool. Also wir haben jetzt uns nicht so die Korallenriffe angeschaut, die es auch gibt, aber wir haben vor allem mit einem Makroobjektiv fotografiert, die kleineren Tiere.
Genau, wir holen uns jetzt die Kamera raus aus dem Unterwassergehäuse und packen die SD-Karte in den Laptop und dann geht's los und wir schauen es zusammen an. Also, es gibt unterschiedliche Faktoren, wie man so ein Bild bewerten kann. Ich gehe nach Qualität. Ist es verpixelt, ist es scharf, ist der ISO-Wert zu hoch? Dann zweitens, wie sieht das Tier aus? Also, es hat schöne Farben, ist es was Besonderes? Bleibt man quasi stehen und sagt, wow, was ist das? Will man mehr wissen? Das dritte ist die Landschaft, die Umgebung. Wo ist das Tier? Sieht das schön aus oder ist es nur quasi Sand? Und dann das letzte ist die Dynamik. Bei der Dynamik passiert irgendwas im Bild. Also das ist, denke ich mal, der schwierigste Punkt, denn wenn man jetzt zum Beispiel diese Award-Bilder anschaut, hat man manchmal so Jagdszenen, einen Schneeleopard, der sich einen Berg runterstürzt, um seine Beute zu fangen. Und diese Momente einzufangen, das ist, denke ich, das Schwierigste. Alles andere kann man mit Geduld und mit der Ausrüstung irgendwie hinkriegen. Aber um so ein dynamisches Bild einzufangen, braucht man, denke ich, entweder ultra viel Zeit oder viel Glück oder beides. Und ja, das sind die 4 Kategorien. Und wir fangen jetzt mit dem ersten Bild an. Das ist ein Nudibranch. Und genau, wenn man jetzt sich die Faktoren nochmal in den Kopf ruft, Qualität, muss ich sagen, ist hier nicht so gut. Ich hatte angefangen, das war eines der ersten Bilder, und ich hatte angefangen, den ISO-Wert auf Auto zu stellen, weil ich unter Wasser, ja, es ist ein bisschen schwieriger mit dem Unterwassergehäuse die Einstellungen zu machen, deswegen dachte ich mir lieber mal ISO auf Auto. Wenn man Makro fotografiert, ist die Blende sowieso zu, also fast zu, man nimmt einen sehr hohen F-Wert. Damit man eine möglichst große Tiefenschärfe hat. Wenn man nämlich mit einer offenen Blende fotografieren würde, hätte man jetzt hier bei dem Nudibranch vielleicht nur das Auge scharf. Und ja, das ist dann kein gutes Bild. Das heißt, Blende zu, Bild wird scharf, aber es ist dunkel. Dunkel bedeutet Helligkeit. Dunkel bedeutet, dass man die Belichtungszeit anpassen müsste. Es ist unter Wasser, es schwankt alles, heißt, man darf auch nicht zu weit runter gehen. Und das letzte, was übrig bleibt, ist eben der ISO-Wert. Genau, deswegen bei den ersten Bildern hatte ich ISO eben auf Auto, damit ich mir da nicht so viel Gedanken machen muss, weil ich wusste, Belichtungszeit und die Blende ist fix. Und genau, das sind aber nicht so gute Bilder geworden. Und deswegen fangen wir hier eben mit dem Platz 10 an. Ich finde es trotzdem eben cool, also wenn man die anderen Faktoren mit einbezieht. Das Aussehen finde ich klasse, hat diese schönen blauen Augen quasi da oben raus mit den orangen Punkten, finde ich krass. Landschaft ist auch nicht top, nichts Besonderes, und Dynamik hat es quasi auch nicht, deswegen ist es auf dem 10. Platz. Das zweite Bild ist auch ein undynamisches Bild, es passiert eigentlich nichts. Vielleicht liegt es ein bisschen auf der Lauer, kann man sich dazu denken. Von der Qualität her ist es deutlich besser als das erste Bild, aber ja, ich finde auch eigentlich ganz spannend, wie es ausschaut, wie der Mund liegt im Verhältnis zu den Augen. Landschaftlich eben nichts los, Dynamik auch nicht, deswegen auch noch in hinteren Rängen. Das nächste Bild, man sieht hier auch ein bisschen noch das ISO-Rauschen, aber die Farben von dem Mantis-Shrimp sind einfach mega. Das hat da quasi auf Aussehen des Tieres volle Skala. Die Landschaft ist so ein bisschen auch besser, das versteckt sich immerhin, es ist ein bisschen mehr los. Qualität ist so semi und Dynamik, ja, ein bisschen, weil es eben sich so versteckt. Das nächste Bild, dieser Glass Shrimp, hat schöne blaue Augen, das finde ich cool, also Tieraußen wieder weit oben. Die Dynamik ist auch irgendwo da der Hintergrund und die Landschaft so schön so raussticht, und von der Qualität ist das auch besser als die ersten Bilder.
Das nächste Bild zeigt dann den Krebs in der Muschel. Das ist landschaftlich und also landschaftlich finde ich perfekt. Vom Tier ist es auch noch recht gut. Klar, ein Krebs ist jetzt nicht das farbenfrohste, aber auch noch schön. Qualität passt und dadurch, dass er irgendwas tut da gerade in dieser Muschel, hat es auch quasi eine gewisse Dynamik. Das nächste Bild zeigt den Oktopus. Da finde ich das Tier am coolsten. Auch, dass da so ein bisschen Sand aufgewirbelt wird. Das macht quasi dann so die Landschaftsszenerie. Man sieht auch schön das Getarnte hier an dem Oktopus. Deswegen ist es okay, dass die Landschaft Sand ist, weil das Tier eben damit interagiert. Dynamisch also ein bisschen und Qualität ist gut. Nicht perfekt scharf, aber gut. Das Bild finde ich cool, weil es eben so schön von vorne ist. Man hat das Gefühl, man ist mittendrin. Hier aussehen finde ich gut. Landschaft super, Qualität ist okay und Dynamik, weil er so einen Blick in die Kamera hat, ist auch da. Das nächste Bild, ein Seepferdchenbild, das habe ich eigentlich so weit nach oben gestellt, einfach nur wegen dem schönen Auge und wegen den Zacken am Rücken. Qualität ist gut und Dynamik hat es leider nicht. Und das beste Bild finde ich irgendwie das Bild hier. Da passt die Qualität. Das Tier ist mega, so ein Juvenile Frogfish, also der kleine Anglerfisch. Landschaftlich finde ich es cool, dass hier hinten eben noch so was Grünes wie so ein kleiner Baum hervorsteht. Man hat rechts den Glassshrimp, den er dann später essen wird. Also neben ihm, man sieht die kleine Antenne. Es hat also viel Dynamik und deswegen ist das auf dem ersten Platz. Also Raja Ampat ist das absolute Highlight, würde ich sagen, für Taucher. Einfach weil es komplett was anderes ist, also auch das Landleben. Du bist komplett remote, es gibt eigentlich gar nicht viel. Und es ist, als wärst du auf einem anderen Planeten. So jeder Tauchgang ist wunderschön, bei jedem Tauchgang siehst du Haie. Es gibt so viel Verschiedenes zu sehen. Und ja, das ist auf jeden Fall, also als Taucher muss man das auf jeden Fall gesehen haben. Wie ist da die Anreise nach Raja Ampat? Da ist komplizierter hinzukommen. Man hat auch eine relativ lange Anreise. Man muss eben fliegen nach Sorong. Und von Sorong fährt man mit der Fähre dann weiter. Und dann muss man noch mit einem kleinen Speedboot auf die Insel fahren. Also es ist eine lange Anreise, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Hello everyone! I'm Lala.
and I'm an instructor, also dive guide for home base here at Tarsan Diving. And I'm gonna explain you about Raja Ampat. So welcome in Raja Ampat. Raja Ampat has lots of popular dive sites like Myoscon is a village, also a small island, and then Lau Lau, and then Freeman Wall with wall topologies and overhang, and then Kuburan site is also similar like wall. Here's the Kuburan site, and then the most popular island here is a Cree Island. Like a few days ago, we have dived in South Cree and Cat Cree. Right, so we are on Cree Island now. So this is Cree Island. Yeah, the very famous island in Raja Ampat, Cree Island. Alright, so basically, the topography for this place all the way this area is the slope area, slope coral area. And then the bottom area starting from 30 meters down 50 meters around there. So starting from 30 meters here, and then down to 50 meters around the bottom area. At the moment, the current coming from there and going to that way, which is the current. At the moment, the current is medium to strong. But you don't need to worry, guys, because we're just gonna do a drift dive here, something like that. And then, guys, while we dive, keep watching on your surroundings, especially to the blue area, because sometimes there is something big passing by in the blue area. Okay, if you're lucky, then you can see kind of like a mobula ray or eagle ray, black tip or white tip sharks. If you like it, guys. But if you don't like it, then yeah, okay, guys. So maximum time will be 22 meters and maximum time is 60 minutes by the side of it. Okay. 3, 2, 1.
So, wir sind in Raja Ampat angekommen. Der Flug ging ziemlich lang. Wir sind 3 Stunden nur geflogen, aber man muss früher am Flughafen sein und dann mit einer Fähre rüberfahren. Insgesamt hat es, glaube ich, 14 Stunden gedauert von Denpasar zur Hütte, also von quasi Bett zu Bett 14 Stunden. Das Wetter hier ist recht warm, es regnet einmal am Tag, wie jetzt gerade. Im Hintergrund sieht man auch schon die Tauchschule, den Steg. Da ist das ganze Equipment. Das Equipment ist super, alles neu. Die ersten Tauchgänge waren noch ziemlich cool. Ich habe 6 Tauchgänge jetzt gemacht in den letzten 2 Tagen. Heute ist Sonntag, da ist Ruhetag. Um 7:30 Uhr geht immer das Boot. Es fährt 2 Tauchspots an, die hatten eine ordentliche Strömung. Kann man also kaum fotografieren, weil man sich eigentlich irgendwo festhalten müsste, was man natürlich bei den Korallen nicht macht. Und sonst die meisten Bilder, die ich jetzt hier gemacht habe, sind beim Night Dive entstanden, Mud Diving. Da gab es keine Strömung, das war cool. Und ich hatte auch mal die GoPro dabei für ein paar Videos. Und genau, jetzt werden wir dann zur Tauchschule gehen und nochmal die Informationen ein bisschen besser aufbereiten. Und dann machen wir die nächsten Tauchgänge. Ich will noch einen Hai sehen, Manta und nochmal mehr kleine Dinge. Und genau, so ist der aktuelle Stand. Und sonst Ausrüstung top, Tauchschule top, Ort ziemlich warm, Essen ist gut. Ja. So, wir haben Raja Ampat mittlerweile verlassen. Wir haben jetzt den 20. Januar mittlerweile und jetzt wollte ich über 3 Sachen reden. Ich wollte ein Fazit geben zu Raja Ampat, dann wollen wir uns die Bilder anschauen aus Raja Ampat, ein paar raussuchen für den Award und dann erklären, wo wir jetzt gerade sind und wie es weitergeht. Das sind 4 Sachen. In Raja Ampat, ich denke, das Coolste daran sind die Korallen. Sind einfach sehr vielfältig und wir haben auch große, zum Beispiel Giant Clam gesehen, da quasi eine Muschel, wo man sich reinlegen kann in der Größe. Und das ist wie ein riesiger Taucher-Freizeitpark. Man kann jeden Tag an einen unterschiedlichen Ort fahren, sogar 3-mal an einen unterschiedlichen Ort fahren, das eine Woche lang oder länger, ohne an den gleichen Ort zu kommen. Also man hat unendlich viel Auswahl an Tauchmöglichkeiten. Einer meiner Lieblingsmomente war, wo ich so einen Wobbegong Shark fotografiert hatte, also richtig schön in Position. Und dann kommt auf einmal so eine riesige Schildkröte. Ich würde sogar sagen, sie ist 3 Meter groß gewesen, auf jeden Fall größer als 2 Meter, richtig fett. Schaut mich direkt an und schwimmt dann auf den Wobbegong Shark zu und setzt sich drauf. Ich dachte, jetzt geht's richtig los, der Hai wird sich wehren. Aber der ist einfach liegen geblieben und hat nichts gemacht. Ein anderer cooler Augenblick war, als wir zum ersten Mal die Mantas gesehen haben. Da war so eine Art Breeding Station, wo die immer wieder hinkommen und tatsächlich waren dann 2 dort, die sind ganz in unserer Nähe rumgeschwommen und ja, das fand ich am coolsten. Es gibt auch einen Mud Diving Spot, der heißt Sapor Kren. Da habe ich zum Beispiel einen Cuttlefish gefunden. Das war mein Lieblingsbild von dem Ort. So, die besten Bilder aus Raja Ampat nach Qualität, Tier, Landschaft und der Dynamik schauen wir uns jetzt an. Wir fangen an mit diesem White Tip Reef Shark. Der ist zwar von Qualität nicht so gut, aber einfach der Hai, der bringt schon an sich eine Dynamik mit. Und ja, das Tier an sich, ich finde, wenn man das Bild anschaut, fühlt man was, deswegen habe ich das mit in meine Top 10 Liste gepackt. Dann an nächster Stelle den Wobbegong Shark, der ist hier mit drin, weil er eben was ganz Besonderes ist. Der ist endemisch in Raja Ampat und sieht auch super
super cool aus, auch wenn er jetzt hier nicht viel tut, außer rumliegen. An der nächsten Stelle einfach eine schöne Koralle, einfach auch um zu highlighten, dass die Korallen einfach wunderschön sind in Raja Ampat. Und dann schon das nächste Bild, einfach ein normaler Seestern, der aber hier ziemlich dynamisch unterwegs ist. Hier passt die Qualität, das Tier an sich, die Landschaft und eben die Dynamik. An der 6. Stelle dieser Ghost Pipefish, der hier aus dem Dunkeln hervorgeschwommen kommt, mit so einem schönen grünen Auge. Hier ist auch eben Qualität gut, das Tier sieht cool aus, ist was Besonderes und die Landschaft ist eigentlich auch nett mit diesem dunklen Hintergrund und deswegen hat es auch eine gewisse Dynamik. An der 5. Stelle hier dieser Fisch, der sieht einfach witzig aus. Durch diesen Gesichtsausdruck hat das Bild eine gewisse Dynamik, die Qualität ist auch perfekt. Und ja, die Landschaft erfüllt ja quasi das ganze Bild aus, deswegen kann man hier die Landschaft vernachlässigen. Platz 4 habe ich den Krebs gesetzt, einfach weil der auch super schön getarnt ist, sich gut einbettet in der Landschaft, schöne farbenfrohe Augen hat und ja, Qualität auch sehr gut ist. An der nächsten Stelle der Cuttlefish hier, die gehören zu meinen Lieblingstieren, deswegen bei der Kategorie volle Punkte. Dann schöne Farben, die Landschaft ist nicht so super, aber Qualität und ja, Dynamik ist okay. Dann hier noch ein Nudibranch, den ich ziemlich cool finde, der gerade am Klettern ist. Qualität ist gut, Farben sind super und ja. Mein Lieblingsbild ist trotzdem dieses hier, auch wieder ein Cuttlefish. Die gefallen mir einfach besonders gut und sie haben eine gewisse Anmut und deswegen kann man da, finde ich, den Rest, die Landschaft zum Beispiel, vernachlässigen. Genau, das sind die Top 10. Wir sind jetzt also in Sulawesi angekommen. Wir fliegen da direkt nach Manado. Wir haben kurz einen Boxenstopp eingelegt im Tangoko Nationalpark. Das ist da, wo wir jetzt gerade sind. Hinter uns war auch gerade ein schöner Vogel. Ich glaube, so ein Babyhornbill, also so sehr farbenfroher Schnabel, gelb, rot, lang, voll cool. Wir haben versucht, Schlangen zu finden, hatten so Semi-Erfolg, haben kleine gefunden. Haben dafür aber auch einen großen Hornbill gesehen, wir haben Affen gesehen. Wir haben einen, wie heißt der, Bär Couscous gesehen, Bär Couscous. Gestern Abend haben wir probiert, den Tarsius tarsier zu sehen. Die heißen die Kobold-Maki auf Deutsch. Das sind sehr kleine Wesen, die haben große Augen
super für ein Foto. Wir haben quasi vor dem Schlafplatz gewartet. Als er rausgespitzelt hatte, habe ich ein Foto gemacht, aber es war noch nicht optimal. Wir haben länger gewartet und so langsam kam er raus, ist dann zu einem Baum gesprungen und in dem Moment hat es angefangen zu regnen und er ist abgehauen. Das heißt, so nah dran an einem guten Bild. Wir probieren es gleich wieder aus. Diesmal werde ich meine Kamera komplett in Folie einpacken, dass sie regengeschützt ist. Und dann denke ich, habe ich die Hoffnung, ein gutes Bild zu machen. Morgen geht es dann schon weiter nach Lembe. Wir fahren zuerst nach Bitum. Das ist weniger als eine Stunde von hier. Wir werden direkt abgeholt, werden zum Boot gebracht und dann rübergebracht auf die Insel Lembe. Wir fahren quasi über die Lembe Strait zu unserem Hotel und werden dann 10 Tage verbringen beim Tauchen in der Lembe Strait. Und da habe ich ja die höchsten Erwartungen an ein gutes Bild, weil es eigentlich für Makrofotografen gemacht ist. Dafür habe ich die Ausrüstung dabei. Und ja, da freue ich mich jetzt drauf. Hi, my name is Revenly. So I'm a dive guide in Thalassa Resort. So now I want to explain you about the map. Yeah? What the difference of the island, the topography of the island and mainland. Yeah. So normally in Lembe is a mud dive. So many sandy bottom. And I also have the coral part, and also have a wall. Like my favorite dive site is Nudie Falls. Yeah. Nudie Falls is have a mini wall, very nice wall, and have a lot of nudie brands. So that's why we call Nudie Falls. Yeah. And then this island, this is a Lembe Island. So Lembe Island totally is mud dive, yeah, but have the part of the corals. Yeah. And then also on the mainland, this one also my favorite dive site is a Magic Rock. Very nice wall where you can see nice things around the wall area. For macro dive is very nice. Yeah? So that's all about Lembe. So thank you so much. Bye.
schauen uns jetzt die besten Bilder aus Lembe an. Normalerweise habe ich immer eine Top 10 gemacht, aber es waren zu viele gute Bilder dabei, deswegen schauen wir uns die 20 besten Bilder an. Und wir fangen auch mit 2 Nicht-Unterwasserbildern an, die ich auch mit dabei haben wollte. Das ist jetzt hier zum einen das Bild dieser Black Macaque-Affen. Das musste ich mit reinnehmen, weil es einfach ziemlich cool ist, wie dieser kleine Babyaffe hier rumturnt neben seiner Mutter. Hat quasi alle Faktoren komplett erfüllt, von Qualität und Tier, Landschaft und der Dynamik. Das andere Bild, dieser Tarsius tarsier, ja, finde ich auch mega, deswegen wollte ich das jetzt hier nicht vergessen. Dann fangen wir mit Unterwasserbildern an. Platz 18 geht an diesen Squid. Der hat nämlich, ist so leicht durchsichtig und hat ein paar coole Farben und sonst von der Qualität stimmt auch alles. Dann dieser Krebs, der irgendwie von der Koralle oder was es hier ist, gefangen wurde. Der ist auf Platz 17. Auf Platz 16 dann ein Nudibranch, sieht irgendwie sehr königlich aus in dieser goldenen Farbe, aber landschaftlich ist noch nicht viel los, deswegen nur Platz 16. Auf Platz 15 dann dieser Blue Ringed Octopus, der mit den blauen Ringen eben eine coole Farbe hat, aber wie gesagt, hier ist auch noch die Dynamik nicht so vorhanden. Auf dem Bild passiert dafür ziemlich viel. Das zeigt Harlequin-Shrimps, nicht nur 2, in der Mitte ist auch noch einer. Ich bin da beim Rätseln, wo der sich da genau versteckt. Man hat hier rechts unten nochmal ein paar von diesen Augen und die putzen sich da gerade gegenseitig. Deswegen viel Dynamik, gute Qualität, wunderschöne Tiere, eigentlich alles da. Hier geht es weiter mit einem Einsiedlerkrebs, den ich ziemlich cool fand, auch von den Farben. Und dann schon ein Nudibranch, das sich dagegen die Strömung stellt und in die Strömung quasi hineinschaut mit gigantisch coolen Farben. Und bei den Nudibranches bleiben wir auch, denn das Bild ist einer meiner Favoriten schlechthin. Denn es sieht einfach clean aus, wie im Universum quasi. Genau. Dann das Nudibranch fand ich auch ziemlich cool. Einfach die Farben, sieht aus wie so ein kleines Pokémon. Und genauso wie bei dem Nudibranch. Also einfach auch mega Farben, die auch zum Hintergrund passen. Bei dem Grün, Orange. Wir sind jetzt bei Platz 8. Und das ist quasi das beste Nudibranch-Bild. Einfach dieses Lilane gefällt mir besonders gut. Das Problem bei Nudibranches ist, dass sie halt nicht so die krasse Dynamik und die Action mitbringen. Deswegen sind viele Nudibranches in meiner Top 20 enthalten. Aber eben das ist das Beste davon, finde ich. Das ist dann Platz 7, ein Anglerfisch, der sich einfach super gut an seine Umgebung angepasst hat, der sich quasi da schön abtrennt davon. Hier gefällt mir eben alles von der Beleuchtung her und dem Ausdruck. Das nächste Bild zeigt ein Pigmented Seahorse, die sind richtig klein, aber auch einfach wunderschöne Tiere, deswegen so weit vorne. Während dieser Krebs vielleicht nicht ganz so wunderschön ausschaut, aber hier gefällt mir einfach die Szenerie. Es sieht aus wie so ein Mars-Rover, der auf dem Mars gelandet ist oder auf dem Mond gelandet ist. Dieses Bild hier ist der 3. Platz und hat auch eben eine gewisse Dynamik, weil er gerade mittendrin ist beim Angeln. Er hat sein Bait quasi vor sich hin schweben und versucht Fische anzulocken und deswegen der 3. Platz. Auf Platz 2 wieder ein Cuttlefish, einfach weil ich diese Tiere so gerne habe und ich denke auch, dass das Bild gelungen ist. Wir haben hier was im Vordergrund, es sieht so aus, als würde man daran vorbeischauen und wie er da auf dieser Koralle drauf liegt, finde ich einfach richtig cool. Und sonst ja, Tier, Qualität, Landschaft und Dynamik, finde ich, ist alles da. Platz
Nummer 2. Oh, ich habe mich vorhin vertan, wir sind bei Platz Nummer 2. Das heißt, davor war Platz 4 und 3. Ist dieser Krebs mit dem zweiten Krebs unten dran. Das ist einfach eine super coole Spiegelung und deswegen hat das Bild einfach alles, was es braucht und ist damit auf Platz 2. Platz 1 ist für mich ein Mantis Shrimp. Ich finde, von den Farben her geht es nicht besser. Das ist einfach, ja, das Top-Level. Leider hat dieses Bild keine Dynamik. Ich finde es auch schwierig, eben so eine Action quasi einzufangen in den Bildern. Ich glaube, deswegen kann man viel Respekt haben vor den Leuten, die das professionell machen, die professionell Dokus erstellen oder Bilder machen, Awards gewinnen, weil die es irgendwie hinkriegen, eine gewisse Aktion einzufangen. Und ja, ich weiß nicht, was sie dafür tun. Auf jeden Fall so eine Jagdszene konnte ich nicht fotografieren. Deswegen Respekt zu denen, die es schaffen. Das hier ist mein bestes Bild. Mir hat Lembe ziemlich viel Spaß gemacht, aber ich muss auch sagen, dass ich halt als Fotograf dort unterwegs war, beziehungsweise auch meine Videos gemacht habe. Dafür ist es perfekt, hat kaum Strömung und sieht lauter komische Tiere, die mir einfach super gefallen haben von den Farben oder auch von den Bewegungen. Zum Beispiel eben Frogfish, Cuttlefish und die Nudibranches. Das ist einfach super. Man sieht vielleicht auch mal an anderen Orten eine Nudibranch, an Bunaken, Raja Ampat sind die ja auch. Nur kann man halt sich wirklich mal die Zeit nehmen, sie anzuschauen und ist nicht so in der Strömung unterwegs oder sie sind nicht irgendwo hinter Korallen versteckt. Deswegen, dafür ist einfach Lembe echt gut. Auch sonst, der Flughafen ist nicht so weit weg, eine Stunde von Bitung und dann mit dem Boot in 10 Minuten rüber. Ist also gut angeschlossen, es gibt lauter gute Ressorts, die Menschen sind nett, das Essen ist gut. Es ist also ein gelungener Tauchurlaub. Also wir schauen jetzt mal den Content noch an von Bunaken. Ich habe ja ein paar Videos gemacht und das Erstaunliche ist wirklich, wie viele Schildkröten dort sind. Also wenn man da entlang schwimmt mit der Strömung, also wir haben uns die Orte rausgesucht, wo viel Strömung ist, weil ich nach dem Makro-Diving einfach ein bisschen größere Tiere sehen wollte und Haie sind eben in der Strömung. Und jede Minute kommt eine Schildkröte raus. Es ist ja so ein Wall-Diving und das heißt, man schaut nach unten in die Leere, man hat lauter Fischschwärme, man schaut nach oben, sieht in 20 Metern Entfernung die Oberfläche und alles voll mit Fischen. Also die Anzahl von Fischen ist krass, auch der Wal, den zu sehen als Schwimmer da, das ist krass, und die Schildkröten. Das heißt, Lembe, wenn man fotografieren will, Videos aufnehmen will, wenn man ganz besondere Kreaturen sehen will. Wenn man aber ja, seine Sinne ein bisschen mehr reizen möchte, mit mehr Tieren, mit Fischschwärmen, dann ist Bunaken da besser. Aber wie gesagt, man kann auch einfach beides machen, was ich auf jeden Fall machen würde. Auch wenn man nicht kein Fotograf ist, sollte man vielleicht 2 Tage dort verbringen in Lembe und sich das anschauen. Dann zweiter Teil, Komodo. Ja, man redet eigentlich immer von Komodo, aber es gehört eigentlich so viel mehr dazu. Also der Nationalpark besteht aus vielen Inseln. Viele sind auch gar nicht bewohnt. Ja. Es sind einfach nur so kleine Inseln mit Sandstrand. Und die Hauptinsel ist Flores. Man fliegt dann von Bali nach Labuan Bajo. Und von da aus kann man dann auf so Safari-Boote. Geht aber auch schnorcheln, also ist auch mega cool. Das lohnt sich, weil man eben diese Komodo-Warane auch noch sieht. Ja. Das sieht man ja sonst nirgends auf der Welt. Ja. Und es gibt mehrere so Inseln, die echt schön sind und es lohnt sich auf jeden Fall, auf so ein Safari-Boot zu gehen. Die Kim hat mir Videos geschickt, wie es so aussieht auf dem Boot und ich war eigentlich ziemlich überrascht, dass es so cool aussieht. Das sieht alles sauber aus und auch man hat ja so quasi einen eigenen Raum. Ich hatte mir das irgendwie alles deutlich kleiner vorgestellt. Von dem her bin ich da ziemlich positiv überrascht. Und ja, von den Videos, die sie geschickt hat, auch mega. Also Mantas, Schildkröten, Haie, da ist alles dabei. Ich denke, Komodo kommt für mich auch noch auf es wird einer meiner Reiseziele sein.
Nur nicht mehr jetzt dieses Jahr. Aber irgendwann will ich das auch noch sehen. Und das ist eigentlich dann auch so mein allgemeines Fazit. Ich denke, dass alle Orte gut sind. Nach Bali geht man, denke ich, wenn man auch so ein bisschen einfach normalen Tourismus machen möchte. Wenn man hier diese hinduistischen Tempel sich anschauen möchte und tauchen geht. Vielleicht ist ja wenn man mit einem Freund nach Bali geht, der jetzt nicht unbedingt Taucher ist, dann kann man hier eben beides machen, Tourismus und Tauchen. Also dafür ist Bali perfekt. Dann haben wir Raja Ampat für die Leute, die einfach nur tauchen wollen oder Vögel beobachten wollen oder einsam Insel sehen wollen. Aber da ist halt nicht so der Tourismus, aber das ist der Place to be zum Tauchen. Da sieht man einfach alles, ist am unberührtesten. Man hat wirklich das Gefühl, eine Landschaft zu sehen, wie es einfach früher mal war, ohne dass der Tourismus alles zerstört hat. Ist aber dafür auch am weitesten eben weg. Und ja, Mugdiving ist besser oder am besten in Lembe. Deutlich besser als in Raja Ampat. Das ist einfach gigantisch, was man in Lembe so viele Tiere sehen kann. Und ich habe ja da so einen kleinen Trailer gemacht, wenn ihr den nicht gesehen habt, schaut den mal an. Also das ist cool. Und Bunaken, ja, ist einfach die perfekte Ergänzung zu Lembe oder auch, also wenn man mal 2-3 Wochen Urlaub macht und einfach nur Nord-Sulawesi sehen will, das ist ein wunderbares Ziel einfach. Man kann da in den Tangoko gehen, man hat da überall die Tauchspots. Bangka Islands gibt es auch noch im Norden, also man hat 3 verschiedene Tauchspots, wo man tauchen gehen kann und einen schönen Dschungel noch mit Affen und allem. Also das ist auf jeden Fall ziemlich gut dort. Genau, zu Komodo kann ich ja eben nicht so viel sagen, aber die Videos schauen cool aus, will ich auch noch sehen. Und genau, die Bilder, die ich gemacht habe während der Reise, die werde ich bei dem Wildlife Photographer of the Year Award einreichen. Wenn ihr wissen wollt, wie es dann da ausgeht, könnt ihr mir auf Instagram oder so folgen. Das packe ich in die Videobeschreibung. Und genau, jetzt lassen wir nochmal die anderen, die Interviewpartner sprechen, was die am besten finden, welchen Tauchort sie am besten finden. Und das ist dann das Ende von dem Video. Danke schon mal fürs Zuschauen. Ja, ich würde sagen, Raja Ampat ist schon der Ort mit der artenreichsten Vielfalt an Fischen und alles, was es da zu sehen gibt. Auch die Korallenriffe sind alle noch mega gut intakt. Es gibt Korallengarten. Also wirklich, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja. Das ist da schon sehr einzigartig. Aber Komodo zum Beispiel ist auch noch sehr gut erhalten. Es hat einfach mehr Tourismus. Heißt, man muss auch damit rechnen, dass man andere Taucher beim Tauchen sieht. Aber ansonsten ist es auch sehr schön, dort zu tauchen. Und Ahmed ist das Highlight eben dieses Wrack, was auch mega cool ist, weil sich da verschiedene Tierarten auch angereichert haben, die es da vielleicht gar nicht so gegeben hätte. Ja. Wow. Okay. So, for my experience, I started diving in Manado around Bunaken Island. Yeah, I started from 1998, and then after, from 2020, I started going out to traveling for the diving. So the first I'm going to Central Sulawesi, Tualea. The next I'm going to Komodo with the liveaboard. After Komodo, I'm moving to Ambon. From Ambon, I moved to Raja Ampat. So the last 5 years I work in Raja Ampat, quite a long time there. And then after Raja Ampat, I moved here. So about the diving place around Indonesia, I can recommend to you, you can visit the Raja Ampat as well. There's really nice coral reef, there's many fish. Also you can see sharks, like black-tip and white-tip reef sharks. This is manta ray, yeah. And if you're going to the north side of the Raja Ampat, also you can see the whale shark. But it is another province, the Raja Ampat. So in Komodo, it's more or less same like Raja Ampat, but Raja Ampat is much better than. So that's why they call it Raja Ampat is the last paradise on earth. Okay. And for mug diving? For mug dive, you can visit to Lembe. In around Manado. That's especially for the photograph. Okay. You can see whatever there, what you want to take a picture. Okay, that's it. Thank you. Thank you very much.
Hi again, girls. In Raja Ampat is a special thing for big stuff, right? But don't worry. In Indonesia, we have a lot of places you can go dive. Like if you're interested in macro dive, you can go in Lembe Strait. In Lembe Strait, you can see like mandarin fish. It's a monumental fish there. It's an endemic fish in Lembe Strait. Also, there's many new differences there. If you are a tourist and you want to come to Indonesia, should you go to Lembe Strait or to Raja Ampat? Both of them. Both of them? Because I like Indonesia. Indonesia has a warm person, a warm people, and beautiful sights. Yeah. Okay, guys, if you want to join with us, yeah, like especially for photographer, Lembe is a very nice place for photographer. Yeah, like a macro dive. Lembe is nice, and then also for the big stuff, big things, we have Thalassa Manado also. So if you want to go there, there have Bunaken Island, very nice coral, very nice wall, and then we can see a lot big stuff like a turtle, sometimes shark, and then yeah, like manatee also. Very nice. But in Lembe, if you wanted to join, what? If you have experience about the photography, Lembe is a better place for you. So now I have to explain about this map. Yeah. Okay. Shall we try again? Oh yeah, of course. We have time, right? Yeah.